Bleib dran, wenn du wissen willst, welche Fingerübungen dir helfen, deine Technik, Präzision und Geschwindigkeit zu verbessern. Hey, spielen deine Finger auch nicht immer das, was sie sollen? Wenn es darum geht, Bass zu lernen, werden Fingerübungen oft als reine Aufwärmübungen abgetan. Aber in Wirklichkeit sind Fingerübungen weit mehr als reine Aufwärmübungen. Ich zeige dir mal eine Finger-Yoga-Übung Nummer 1. Sie ist wirklich super basic. Ich starte auf dem 5. Bund. Falls dir die Abstände zu groß sind zwischen den Bünden, um jeden Finger auf einen Bund zu stellen, dann schieb das Ganze gern ein Stück nach oben. Da werden die Bünde etwas näher zusammen. Das heißt, du musst nicht so weit spreizen. Und dann wird es vielleicht etwas komfortabler für dich zu spielen. Du solltest auf keinen Fall Schmerzen haben beim Spielen. Dann lieber nach oben rutschen, schauen, dass der Abstand wieder besser wird für dich. Okay, zurück zur Übung. Die Übung geht ein Finger pro Bund. Und wir starten mit unserem ersten Finger. Dann kommt der zweite Finger, der dritte und der vierte. Super basic. Als nächstes spielen wir das Ganze auch auf der nächsten Seite. Wieder 1, 2, 3, 4. Und die nächste Seite. Und noch eine. Das gleiche zurück. Nächste Stufe, einmal hochspielen und wieder zurück. Und dann auf die nächste Seite wechseln. So, was du jetzt machen kannst, ist deine rechte Hand mit integrieren. Das heißt, du spielst nicht immer nur einen Ton pro Bund, sondern 2. Jetzt hast du schon mal linke Hand und rechte Hand, übst nebenher deinen Wechselschlag. Wenn du auf die rechte Hand Koordination setzen möchtest mit dem Wechselschlag, dann versuch Dreierkombination. Das heißt, wir spielen Triolen. 1, 2, 3, dann erst die nächste Note. So muss jedes Mal ein neuer Finger anfangen, wenn du richtig im Wechselschlag deine Finger durchspielst. Also fängst an mit 1, 2, 3 und jetzt kommt der nächste Ton, fängt mit dem zweiten Finger an, nicht mit dem ersten. Jetzt kannst du jede nur erdenkliche Kombination von den Zahlen 1 bis 4 dir aussuchen, um täglich deine Übungsroutine zu ändern. Ich starte jetzt mal mit 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Und spiele das dann genauso wieder zurück. 2, 4, 3, 1. Wenn du da alle Kombinationen durch hast, dann kannst du Folgendes machen. Ich gehe mal zurück zu unserer Basic-Formation 1, 2, 3, 4. Jetzt bewege ich nur einen Finger. Alle anderen Finger lasse ich am Griffbrett liegen. Also nochmal. Jetzt nur den ersten Finger wegnehmen und auf die nächste Seite setzen. Dann nur den zweiten Finger wegnehmen, auf die nächste Seite. Den dritten und den kleinen hinterher. Lass ruhig die Saiten klingen, so dass du hörst, okay, alle Finger sind an einem Platz und es bewegt sich immer nur ein Finger. Das hilft dir, deine Finger immer in der Nähe vom Griffbrett zu behalten. Nächste Stufe. Wir überspringen eine Seite. Jetzt gehe ich von der E-Seite, überspringe die A-Seite, gehe zur D-Seite, aber lass auch wieder meine Finger da oben dran. Von der D-Seite gehe ich zur A-Seite und jetzt springe ich wieder über die D-Seite zur G. Wenn du damit durch bist, gibt es noch die Möglichkeit, das Ganze diagonal zu spielen. 1, 2, 3, 4. Auf jeder Seite ein Finger. Und zurück kannst du das dann verdrehen. Auch hier wieder Kombination. 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1.
Gut, noch eine Kombination. Du kannst das Griffbrett hoch und runter gehen. Ich spiele wieder 1, 2, 3, 4, dann wechsle ich rüber, rutsche ein Bund hoch, jetzt starte ich nicht mehr auf dem 5., sondern auf dem 6. Bund. Und dann rutsche ich wieder ein Bund hoch. Die ganzen Übungen sind eigentlich dafür gedacht, dass du sie täglich machst und die aufeinander aufbauen. Die einzelnen Übungen findest du auch extra in der Playliste dann. Ich veröffentliche immer wieder YouTube-Shorts mit den einzelnen Fingerübungen, mit bestimmten Kombinationen, kannst du dir anschauen. Die machst du dann eine Woche lang immer am Anfang von deiner Practice-Session quasi, von deiner Übungseinheit und wärmst dich dabei zwar auf, aber du lernst dabei auch, deine Finger besser zu bewegen, mehr Koordination reinzubringen und dadurch später auch schneller spielen zu können, wenn es darum geht, deine Finger schnell an den richtigen Platz, die richtigen Bünde und auf die richtigen Seiten zu setzen. Ich hoffe, da war die eine oder andere Übung für dich dabei, die dir helfen, deine Technik, Präzision und dein ganzes Bassspiel auf ein neues Level zu bringen. Abonniere gerne meinen Kanal. Da sind immer wieder neue Videos von mir mit Infos zum Basslernen für Anfänger und Wiedereinsteiger oder auch Fortgeschrittene. Und schau doch mal in meinem Blog vorbei, bassmeup.de. Dort findest du auch die Übungen als PDF zum Runterladen und kannst ein Newsletter abonnieren. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich wieder von dir höre. Viel Spaß beim Üben und bis bald. Ciao!